And even in our bodies and our voices, the frequencies that make up our voice can have either harmony or disharmony depending on the energetic balance or imbalance in the body itself. Ja, unsere Sprache auch kann eine Harmonie vermitteln, unsere Stimme, nicht die Sprache, unsere Stimme. Entweder Harmonie vermitteln oder Disharmonie vermitteln, kommt darauf an, in welchem Zustand wir uns befinden. So one of the reasons I have been researching different kinds of sound resonances that we can create in our bodies is that if we're only beginning to relearn some of these things that were known by ancient peoples but somehow swept under the rug or forgotten by modern man. Warum ich mich damit beschäftige, welche Töne wir im Körper auch erzeugen können, ist deswegen, weil es Dinge sind, die wir verlernt haben, und ich möchte gerne, dass wir es wieder erlernen, was die Alten früher wussten. And it's interesting because the avatar in India, Satya Sai Baba, says that we should try to cultivate sweetness in our voices. Der Avatar Sai Baba in Indien sagt, wir sollten die Sweetness, die Freundlichkeit unserer Stimme kultivieren. Now, people who know me, sometimes if they call me and I answer the telephone, they wonder if I'm angry at them. Leute, die kennen manchmal, sind verwundert, wenn das Telefon abhebt und etwas ärgerlich klingt. But it's just me answering the telephone. Aber es ist halt so, wie das Telefon beantwortet oder abhebt. So I need to really work on this modulation in the voice. Also meinte, muss dann an seiner Modulation in der Stimme arbeiten. Modulation of love and sweetness. Modulation der Liebe. And so that's why I've been working on different kinds of cultivation of resonances. Darum habe ich daran gearbeitet, gewisse Resonanzen zu kultivieren in meinem Körper. Like some of the ancient chanting like they do in Tibet and in this place in Mongolia called Tuva. So wie manche Leute in Tibet oder in der Mongolei es auch tun. Like I was doing yesterday, which is kind of like Hari-Om. I knew you'd say that. Again, more time. Once more. Oh. Hari-Om. Hari-Om Namo Shivaya. Hari-Om Namo Shivaya. Hari-Om Namo Hari-Om. Someone told me I had a didgeridoo in my throat. Es hat ihm jemand gesagt, der ein Didgeridoo im Hals. They want to see. Only special people get to see my didgeridoo. Nur spezielle Leute sehen es. What was that? Okay. Oh, God. Okay. I forgot what I was talking about. Jetzt habe ich vergessen, was ich sprechen wollte. So a number of years ago, I began researching one of the world's most famous resonant cavities, and that is the Great Pyramid of Egypt. Vor ein paar Jahren habe ich mit Forschungen begonnen, einer der wichtigsten Gebäude der Welt. Das ist die große Pyramide in Ägypten. And what began as some simple experiments. For example, if you take a cubical box and a pyramid box. Ein einfaches Experiment, wenn ihr einen Würfel nehmt, das Schachtel zum Beispiel, oder eine Schachtel, die eine Pyramide
Pyramidenform hat. And let's say you place the same sample of water, one under the pyramid and one inside the cube. Und wenn ihr eine Wasserprobe nehmt und eine in dieses Pyramidenmodell stellt und das andere in die Schachtel, in den Würfel hineingibt, the natural molecular resonance in these two structures will create a different taste and a different energy and a different characteristic in the water. die molekulare Schwingung in diesen beiden Räumen wird ein unterschiedliches Wasser hervorbringen, im Geschmack und in der Energie auch. And this is easily measurable. Das kann man leicht messen. And I mean, it's a very interesting thing, but the water from the pyramid, if you leave it in there for about 1 month cycle, Wenn ihr das Wasser zum Beispiel im Pyramidenmodell drinnen lässt, circa 1 Monat lang, from say new moon to new moon, von Mond zu Mond, also von Vollmond zu Vollmond zum Beispiel, and then I test that water, it has a whole lot of negative ionized hydrogen in it. und ich teste das Wasser nachher, dann hat es eine große Ladung von negativen H-Ionen in sich. I still can't figure out where it comes from. Ich habe nicht herausgefunden, woran das liegt. I have some ideas. Ich habe eine Idee darüber. So if you put like sliced banana inside the two boxes, Wenn ihr eine Banane aufschneidet und das in diese 2 Schachteln gebt, die Pyramide und den Würfel, invariably the sliced bananas in the ordinary box get moldy. in der normalen Schachtel werden sie matschig, werden sie braun werden. But the ones inside the pyramid dry and just become very delicious dried fruit. Der andere wird aber nicht matschig werden, der wird sehr bekömmlich und sehr gut zum Essen sein, sie wird trocknen. Now, one of the strangest things that happened is that when I first started this research, I had a cat, and I would take meat, different kinds of meat from a cow meat, and I would put some in a cube and some in a pyramid and some in different kinds of shapes, and the meat would dry, and the meat in my pyramid kept disappearing after it was dry, and I discovered the cat was stealing it. Also er hat eine Katze gehabt und hat Versuche gemacht mit Fleisch, mit Rindfleisch, und hat das Fleisch also in die Schachtel gegeben, in die Box, er hat es in die Pyramide gegeben und in andere Plätze. Das Fleisch in der Pyramide ist getrocknet, ist nicht verfault und er ist draufgekommen, die Katze hat sich das Stück Fleisch geholt. Even more shocking, the cat was also stealing and eating the bananas from the pyramid. Aber verwundert war er, dass die Katze sogar die Bananenstückchen aus der Pyramide herausgeholt hat. So I built the cat a pyramid bed. Daraufhin hat er der Katze ein Bett gebaut, das eine Pyramidenform hat. And the cat liked the bed. Und die Katze hatte das Bett sehr gerne. But after sleeping in it a few months, the cat became a vegetarian. Und nach ein paar Monaten, wie die Katze in dieser Pyramidenbett geschlafen hat, wurde sie zur Vegetarierin. Yeah. Strange. Seltsam. Yeah. And so after some years of doing this research, I wrote in 1972, I wrote a book called Pyramid Power. So, nach ein paar Jahren dieser Forschungsarbeit habe ich im Jahr 1972 ein Buch geschrieben mit dem Namen Pyramidenpower, Pyramidenkraft. About my experiences with this strange energy phenomenon. Über meine Experimente mit dieser seltsamen Energiephänomen. Now, this symbol, called the Sri Yantra, Dieses Symbol, das Sri Yantra, I have one on my arm. ich habe eines auf meinem Arm. And I've been attracted to this symbol all my life. And go ahead. You have been? I've been attracted to this symbol all my life. Ah ja, er hat sich angezogen gefühlt von diesem Symbol sein ganzes Leben lang. And I used to draw it since I was about 16 years old. Und er zeichnete es so im Alter von 16 Jahren. At least facsimiles of it. At least At least something that looked like it. Also zumindest etwas, was
ähnlich ausgesehen hat. And then when I was in my late 30s, I got my first computer precision drawing program. Also ein bisschen später hat er dann sein erstes Computerzeichenprogramm bekommen. Now this symbol is called a Shri Yantra. Also das Symbol ist genannt Shri Yantra. It's about 12,000 years old. Ist ca. 12.000 Jahre alt. And it's from India, and the word Shri means the king, and Yantra means geometric power diagram. Also das kommt aus Indien und das Wort Shri heißt King. König. Und der Wort Yantra means geometric power diagram. Das andere heißt also geometrisches Kraftdiagramm. And so I decided that I was going to draw now it's made up of only 27 lines, this interior section. It's made up of only 27 lines. Es ist nur 27 Linien, besteht es. It's 9 triangles. 9 total. No, 9 triangles interlaced. 9 lines. This is 1 triangle. Ja, 9 Dreiecke, das ist das erste. Das zweite. And then 3, dritte. 4, Und so 5, weiter. 6, and 7, 8, and 9. Somewhere. Also 27 Linien und 9 Dreiecke. Okay, so it's a very simple diagram when you think about it, but if you look at it, it has many places where 3 lines cross. 3 Es ist lines. ein sehr einfaches Diagramm, aber wenn ihr schaut, es gibt viele Plätze, wo 3 Linien aneinander kreuzen. Now, theoretically, where those cross, that should be a perfect point. Also theoretisch, wo eine Kreuzung ist, müsste ein perfekter Punkt sein. Now, what was driving me crazy is that I draw one that looked okay to the eye. Was mich fast verrückt gemacht hat, ich habe eines gezeichnet, das dem Auge perfekt fürs Auge ausgesehen hat. But when I magnified it a million times, these little line crossings were not perfect points. They were triangles. Aber ich bin drauf gekommen, wenn ich es öfter angesehen habe, dass diese kleinen Punkte nicht perfekt waren, es waren kleine Dreiecke. So I knew I didn't have the geometry right because this had to be perfect in my mind. Ich bin drauf gekommen, dass es nicht perfekt ist, in der perfekten heiligen Geometrie gezeichnet wurde. And so if I changed the dimensions of any one triangle to get, these lines perfect, then the rest of it would go completely out of synchronization. Also wenn ich ein Dreieck verändert habe, dass es hier perfekt gepasst hat, sind die anderen wieder aus der Harmonie herausgefallen.